Also Karl Hegemann, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Sie haben ja vor 40 Jahren eine Dissertation veröffentlicht. Die liegt hier auch, ne? Karl Hegemann, Identität und Selbstzerstörung. Und die wurde jetzt, also letztes Jahr, nochmal wieder aufgelegt, wieder veröffentlicht. Und ich habe das auch mal so ein bisschen reingelesen und es liest sich sehr zeitgemäß, liest sich wie von heute. Und da liegt die Frage natürlich nahe, wie hat sich denn so die Rezeption von Marx damals, Ende der 70er, Anfang der 80er, als Sie das geschrieben haben, und heute, 40 Jahre später, zum 200-jährigen Jubiläum, wie hat sich die verändert? Wie hat sich die Wahrnehmung verändert? Ja, also zu der Zeit, als ich das geschrieben habe, späte 70er Jahre, war Marx einfach in aller Munde, da kam man nicht dran vorbei. Und es war selbstverständlich, dass meine Arbeit im Zusammenhang mit der ganzen kritischen Theorie in Frankfurt mit Marx verbunden sein musste. Als ich sie dann 4 Jahre später veröffentlichen musste, weil ja Dissertationen veröffentlicht werden müssen, war dieser ganze Marx-Hype auf einmal flachartig vorbei und kehrt jetzt erst gerade wieder. Ne? Das ist historisch eigentlich alles unangemessen, dass er in den Jahren, wo sich zeigte, dass Marx in seiner Analyse der kapitalistischen Reproduktionsbedingungen extrem viel deutlich vorausgesehen hat. Da hat sich keiner mit Marx beschäftigt und man hat das alles, was hier jetzt passiert ist, auf die Natur des Menschen geschoben und auf solche anthropologischen Sachen wie Gier und Egoismus. In Wirklichkeit hätte man bei Marx feststellen können, das sind historisch gewachsene Produktionsformen, und die Wirtschaftssubjekte können sich nach der Logik der Marktwirtschaft eigentlich gar nicht anders verhalten, als dass es dann zu solchen Auswüchsen führt. Ist denn der Mensch in der Lage, sich und die Gesellschaft zu verändern? Die Erlösung kann man mit Marx nicht haben. Man kann allerdings eine Gesellschaft entwickeln auf der Basis der Marxischen Theorie mit Bewusstsein. Die Menschen machen ihre Geschichte ja selbst. Das ist ja ganz wichtig bei Marx, in der die Unmöglichkeiten, das selbstzerstörerische Element der Marktwirtschaft nicht mehr greifen. Wie das allerdings stattfinden kann, angesichts der unerbitterlichen Kapitallogik, weiß man nicht. Es geht jedenfalls nicht automatisch. Was kann man denn in der heutigen Situation von Marx lernen? Was würde man daraus lernen können? Also ich lerne daraus, dass dieses kapitalistische System, so wie es funktioniert, keine Zukunft hat. Wenn wir dagegen aufstehen, würden wir die Zukunft des Kapitalismus verlängern. So wie die Staaten im Ostblock, die vorgaben, einen Sozialismus zu praktizieren. In Wirklichkeit war es eine Form der Barbarei, hatten aber gleichzeitig die Funktion, den Kapitalismus in der anderen Hälfte der Welt aufrechtzuerhalten, weil der Gesamtkapitalist, also alle Kapitalisten zusammen, hatten den Eindruck, wenn wir nicht ein bisschen humane Verhältnisse, soziale Marktwirtschaft und so weiter etablieren, dann sind wir in Gefahr, von diesen sozialistischen Bewegungen überrollt zu werden. In dem Moment, wo der Ostblock gescheitert war und diese ganzen sozialistischen Experimente, hat sich der Kapitalismus jetzt so in seine eigene Logik geschmissen, dass er in der Gefahr ist, sich selber abzuschaffen. Ja, aber Deshalb können wir den Kapitalismus erhalten, indem wir linke Opposition betreiben. Und wir können ihn wahrscheinlich vernichten, indem wir keine Opposition mehr betreiben. Wir wissen aber nicht, was an die Stelle treten kann, weil diese Geschichtsteleologie ja nicht zu nichts geführt hat. Das ist interessant, weil ich würde sagen, linke Opposition betreiben würde zum Beispiel heißen, Grundeinkommen, bedingungsloses Grundeinkommen einzuführen. Da gibt es Leute, die sagen, das wäre sozusagen sowas wie die Sozialversicherung von Bismarck oder wie nach der Wende oder während des Kalten Krieges die Reaktion des Westens auf die Sowjetunion. Und jetzt zu sagen, wir machen ein Grundeinkommen, wäre eine Reaktion des Kapitalismus auf seine drohende Zerstörung, weil die Leute eben nicht mehr arbeiten. Würden Sie sagen, wir lassen das alles, weil der Kapitalismus zugrunde gehen soll? Das bedingungslose Grundeinkommen, wenn wir das erkämpfen, also das ist eine Voraussetzung, dass das Ding weitergeht. Also ich habe Aber wären Sie gesagt, dafür, dass es weitergeht? Solange wir keine Alternative haben, muss es weitergehen. Ne? Wir können ein System nur an eine andere Stelle stellen, wenn es eine Alternative gibt. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eine marktwirtschaftlich notwendige Notwendigkeit und nur ein solches
also es ist ein Baustein, den Kapitalismus in dieser schwierigen Lage zu erhalten. Nicht nur, weil sonst ja die Überflüssigen umkommen würden. Und das geht auf die Dauer nicht, dass eine Gesellschaft ihre Gesellschaftsmitglieder einfach sich selbst überlässt. Die Überflüssigen sollen sich dann eben irgendwo verhungern. Das geht nicht. Das kann auch der Kapitalismus nicht machen. Aber es ist ja auch so, es muss ja auch Kaufkraft erhalten werden. Wenn es überhaupt keine Kaufkraft mehr gibt, dann läuft ja auch diese ganze expandierende Produktion ins Leere. Und auch dafür braucht man einen sicheren Geldverkehr. Also wogegen Sie sich ja wenden, ist ja so ein kybernetisches Menschenbild. Ne? Man piekst rein und der Mensch reagiert, so eine mathematische Vorhersehbarkeit. Pavlovsche Hunde sind Pavlovsche Hunde. Und Sie sprechen sich für so ein, sagen wir mal, aufklärerisches Menschenbild aus. Was kann das Theater denn dafür tun? Das Theater, Tragödie, das darf sich dem Misserfolg widmen. Das darf auch Misserfolg haben. Ne? Im Theater kann man auch den Misserfolg und die Tragödie, unser Scheitern, kann man da genießen. Ne? Weil das gehört auch zum menschlichen Dasein dazu. Ich glaube also, dass wir aus dem Widerspruch, aus dem Drama des menschlichen Daseins nicht rauskommen, auch wenn wir den Kapitalismus abschaffen. Wir müssen dieses Drama nur erstmal wieder freisetzen, damit wir es genießen können und damit wir uns da als sterbliche Menschen auf unsere Geworfenheit, auf unsere existenzielle Situation einlassen können. Ne? Das verhindert der Kapitalismus mit seiner ausschließlichen Sicht auf den Mensch als ein Erfolgswesen, das den Tod verdrängen muss. Die Verdrängung des Todes ist eine der Hauptaufgaben der bürgerlichen Gesellschaft. Stammt auch wieder von Heiner Müller. Den habe ich gerade gelesen, weil ich gerade einen Artikel redigiere, wo das vorkommt. Und das ist mir doch sehr eindrucksvoll. Die Verdrängung des Todes, die soll abgeschafft werden. Dafür muss man linke Politik machen und dafür muss man Theater machen, weil das Theater ist der Ort, den sich die Gesellschaft erlaubt, wo man nicht erfolgreich sein muss und wo man sich die ganze Zeit mit dem Scheitern beschäftigt, exemplarisch mit so einem Satz wie bei Christoph Schlingensief damals, Scheitern als Chance. Karl Hegemann, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, gerne.